Warum läuft bei der PS5 Flüssigmetall aus? Wie kann so etwas passieren und wie gefährdet ist deine PS5? Aber erstmal eins nach dem anderen. Wozu befindet sich Flüssigmetall denn überhaupt in der PS5? Hersteller Sony hat bei der PlayStation 5 ein Kühlsystem entwickelt, welches sie sogar patentiert haben. Dabei wird Flüssigmetall als Wärmeleiter genutzt. Und zwar als Wärmeleiter zwischen dem Prozessor und dem Kühlkörper. Denn Flüssigmetall ist ein erheblich besserer Wärmeleiter als die sonst übliche Wärmeleitpaste. Diese wird üblicherweise von Konsolen wie der Xbox oder auch der PS4 verwendet. Doch für die PS5 sollte die Kühlung effizienter funktionieren. Flüssigmetall ist an sich nichts Neues und wird auch im PC-Bereich schon länger eingesetzt. Aber da gibt es ein Problem, denn Flüssigmetall ist, wie der Name ja schon sagt, flüssig. Zudem ist Flüssigmetall ein leitendes Material. Wenn Flüssigmetall auf die Platine läuft, dann kann es schnell zu einem Kurzschluss zwischen den Kontakten oder den Kondensatoren kommen. Und dann ist die PS5 eben kaputt. Allerdings hat Sony vorgesorgt und eine Schutzschicht für die Kondensatoren sowie eine Art Schwamm installiert, welches das Flüssigmetall aufsaugt. Dennoch kam es laut einigen PS5-Reparaturshops genau dazu. Das Flüssigmetall bei der PS5 ist ausgelaufen. Die genaue Ursache ist noch nicht ganz klar. Manche vermuten das Laufwerk als Ursache, da dieses Vibrationen verursacht, was das Flüssigmetall flüchtig macht. Allerdings gibt es auch Defekte bei der PS5 Digital Edition. Wahrscheinlicher ist es aber, dass Flüssigmetall ausläuft, wenn die PS5 herunterfällt oder umkippt, also quasi durch größere Erschütterungen. Das könnte also zum Beispiel dann auch ein Transportschaden sein. Daneben berichten Experten davon, dass wegen der senkrechten Lage der PS5 es zum Auslaufen kommen könnte. Wobei das recht unwahrscheinlich ist, aber dennoch nicht unmöglich. Was kannst du also tun, um vorzubeugen, dass dies bei deiner PS5 passiert? Als allererstes das Einfachste. Stelle die PlayStation 5 nur horizontal, also liegend hin. Denn dann verteilt sich das Flüssigmetall gleichmäßig und kann nicht nach unten ablaufen. Ein weiterer sehr wichtiger Tipp: Bewege deine PS5 auf keinen Fall, wenn sie im Betrieb ist, denn durch ruckartige Bewegungen könntest du das Problem verschärfen. Allerdings gibt es jetzt auch keinen Grund zur Panik, denn wir haben hier zum Beispiel 2 PS5-Modelle, die seit dem Start 2020 ständig laufen. Und diese sind durchwegs senkrecht im Einsatz und bisher gab es hier überhaupt keine Probleme damit. Aktuell ist noch die große Frage, ob das nur Einzelfälle sind oder ob mehr PS5-Geräte von diesem Problem betroffen sind. Solltet ihr unsicher sein, stellt erstmal eure PlayStation 5 einfach waagrecht hin, vergesst aber nicht, den Standfuß anzumontieren. Zu hoffen ist, dass Sony dieses Problem bald behebt und das in einer zukünftigen Revision der PS5 oder ja vielleicht mit einem Slim-Modell, das dann kein Thema mehr ist. Falls ihr noch mehr zu diesem Thema wissen möchtet, schaut euch dieses Video hier auf Pixel Connect an. Da geht's zum Thema Flüssigmetall noch mehr ins Detail. Was meint ihr denn so zu diesem Thema? Könnte das ein größeres Problem werden oder ist das einfach nur bei ein paar PS5 jetzt passiert und damit Einzelfälle? Schreibt es einfach unten in die Kommentare, lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.